Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 18 und dahinter verstecken sich ganz hübsche Spekulatiussterne. Viel Spaß! Für diese Sterne brauchen wir 500 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, einen Teelöffel Backpulver, 250 Gramm weiche Butter, 2 Eier der Größe M, einen Teelöffel Spekulatiusgewürz und für den Guss 150 Gramm Puderzucker und etwas Wasser. In meiner Schüssel ist bereits das Mehl, der Zucker und das Backpulver schon drin. Da kommen noch die Eier dazu, die sollten Zimmertemperatur haben und die weiche Butter. Wichtig, die Butter sollte wirklich weich sein, denn so wird der Teig so richtig schön geschmeidig. Dann kommt noch der Teelöffel Spekulatiusgewürz dazu und dann wird das Ganze so lange verknetet, bis wir einen richtig schönen, festen Mürbteig haben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, das ist mein Butterplätzchenteig. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie man ihn verwenden kann. Also er ist sehr, sehr vielfältig. Das war jetzt das Grundrezept und ich habe einfach nur Spekulatiusgewürz dazugegeben. So sieht er aus, also wirklich perfekt, schön weich. Eigentlich könnte man ihn sofort verarbeiten, aber ich habe ihn jetzt nochmal mit der Hand durchgeknetet. Das mache ich ja grundsätzlich immer, damit dann so eine schöne Kugel rauskommt. Und den nochmal eine Stunde kühlen. Nach dem Kühlen ausrollen auf ein bisschen Mehl und zwar so gute 2 cm dick. Dann habe ich hier so einen wunderschönen Stern. Wenn ihr den auch haben wollt, unten in der Infobox verlinke ich euch die Adresse, wo ihr ihn besorgen könnt. Jetzt stecht er einfach aus, wobei so einfach war das gar nicht. Er hat eine kleine Macke und zwar geht der Teig nicht ohne weiteres raus. Deswegen zeige ich euch hier jetzt 2 Varianten, die ich benutze. Vielleicht habt ihr eine bessere, ihr dürft es mir unheimlich gern in die Infobox schreiben. Die erste Variante war jetzt hier mit einem Löffel, besser wäre es noch ein abgerundetes Teil, ich hatte aber jetzt irgendwie nichts. Und zwar vorsichtig am Rand entlang ein bisschen drücken und dann fällt der Stern heraus. Die zweite Variante, die für mich am einfachsten ist und die auch nur rein zufällig passiert ist, also da habe ich halt festgestellt, dass das so viel besser ist als wie das erste. Wenn nicht zu viel Mehl auf der Arbeitsfläche ist, bleibt ja der Teig an der Arbeitsfläche kleben oder an der Arbeitsplatte kleben. Und somit bleiben auch die Sterne im Teig drin. Und so lassen sie sich viel leichter lösen. Denn dann gehe ich einfach nur von unten mit einem spitzen Messer durch und kann diesen Stern wunderschön aus dem Teig lösen. Es bleiben zwar ab und zu noch solche Löcher drin, aber da nimmt er jetzt einfach irgendwas Rundes. Ich habe jetzt hier von meinem Handrührer den Rührer genommen, weil er so schön rund war und habe einfach die Löcher ausgestochen. Und ich muss sagen, das war die bessere Variante. Kann ich euch empfehlen. Die Sterne kommen jetzt auf ein Backblech mit Backpapier. So sah das Ganze aus. Und die dürfen jetzt bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 8 bis maximal 10 Minuten backen. Und nach dem Backen auskühlen lassen. Ich habe mich jetzt entschieden für Zuckerguss. Ihr könnt aber auch Puderzucker nehmen oder ihr könnt auch mit Zuckerguss so Punkte und Streifen und was weiß ich was drauf machen. Ihr wollt es aber schlicht und einfach. Und zwar habe ich einfach den Puderzucker mit etwas Wasser zähflüssig gemischt. Also es war schon ziemlich fest. Da tauche ich ein klein wenig meine Sterne hinein und lege sie dann zum Trocknen auf ein Gitter. Wer mag, kann jetzt zum Beispiel auch noch etwas Silberpuder darüber geben. Und dann sind wunderschöne Sterne fertig. Also ich finde, sie sind ein richtiger Hingucker, sieht richtig toll aus und sind nicht die üblichen Sterne. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis morgen. Tschüss!